Also mir hat Geschmack immer fasziniert und mich hat einfach das irrsinnig gestört, wenn man weiß, wie toll Früchte schmecken können, wenn man dann sieht, welche Qualität man in den Märkten zum Kaufen kriegt. Und es hat dann um mich sehr, sehr viele Menschen gegeben, die das ebenso gesehen haben und über die Qualität von Obst und Gemüse geklagt haben. Und da dachte ich mir, okay, man muss eine Alternative bieten, alte Sorten, Anbauweise, wie man es früher gemacht hat, wie Großväter und Väter kultiviert haben und Großmütter und Mütter kultiviert haben. Und ja, dann wird man sehen, ob es den Konsumenten wirklich gibt oder ob es nur die gibt, die jammern und jammern. Ja, ich würde sagen, unser Betrieb ist ein Vielfalterbetrieb, der sich mit alten Obst- und Gemüsesorten beschäftigt. Wir haben über 3200 verschiedene Sorten an Paradeisern oder Tomaten, wie man in Deutschland sagt. Wir haben 600 Sorten Chili und insgesamt so an die 5000 verschiedene Altobst- und Gemüsesorten. Ja, beim Biobetrieb hat man natürlich ganz andere Erträge wie in einer Landwirtschaft, wo viel gespritzt wird. Die Frage ist, ob man den Ertrag misst nach den Kilon, die man erntet, oder nach der Qualität, die man erntet. Und wenn ich nach der Qualität und nach dem Geschmack gehe, da schlagen wir alle anderen Betriebe. Wir versuchen, die Kulturen so zu führen, dass das Spiel von Schädlingen und Nützlingen im Einklang steht und deshalb auch Schädlinge für uns nicht wirklich ein Problem sind. Bei den Tomaten ist es überhaupt sehr einfach, da gibt es ja überhaupt keinen Schädling, außer den Gärtner selbst. Und wenn man mit der Pflanze, ja, ich sage immer, für mich ist das größte Geheimnis, es so sein zu lassen, wie es ist und es auch auszuhalten. Ja. Der ganz wesentlichste Aspekt ist, wie gehen Pflanzen mit Spritzen und Nicht-Spritzen um. Das heißt, Pflanzen, die nicht gespritzt werden, haben die Chance, sich zu entwickeln. Das heißt, nehmen jeden klimatische Veränderungen wahr, nehmen auch jede Gefahr, was Schädlinge betrifft, wahr und entwickeln eine Strategie, da zu überleben. Und das entwickeln Pflanzen, die gespritzt werden, nicht, weil sie wie in einer Glasglocke beschützt sind mit diesem Spritzmittel. Wir haben derzeit 5000 registrierte Spritzmittel in Österreich in der Landwirtschaft. 5000. Ja. 5000 Produkte, die uns helfen sollen, die Gesundheit der Pflanze und der Konsumenten hochzuhalten. Ja. Also es werden derzeit mehr Spritzmittel entwickelt, als Sorten überleben. Ja. So, das ist derartig absurd derzeit. Ja. Und man sieht, dass da scheinbar ein Riesenmarkt ist und eine Riesennachfrage. Sonst gäbe es diese Entwicklung nicht. Ja, Artenvielfalt ist der wesentlichste Bereich meines Betriebes. Wenn ich denke, dass es weltweit rund 300.000 verschiedene Tomatensorten gibt und wir uns die Tische in Europa mit 5 Hybridsorten decken, das ist ein Skandal für mich. Ich glaube, der Konsument selbst ist sich gar nicht bewusst, welche Kraft und welche Macht er hat. Der Konsument bestimmt letztlich, was im Markt landet. Und wenn der Konsument einmal nur sagen würde, er würde diese Tomaten nicht haben, die nach nichts schmecken, sondern nur Wasserbomben sind und ein Wochenende verweigert, sie zu kaufen, würde es eine Woche später andere geben. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Bienen und Insekten sind einfach das Wichtigste in der Landwirtschaft und ohne die funktioniert überhaupt nichts. Und keine Blüte entwickelt sich ohne Bienen. Wir selbst haben ja selbst Bienen draußen in unseren Gärten und wir leisten uns den Luxus, dass wir dann die Bienen in die Erdbeerfelder, damit sie Schindler stellen und das ist unvergleichlicher Honig. Das sind einfach, ja, über Bienen könnte man stundenlang reden und es wäre traurig, wenn es diese nicht mehr geben würde. Motivation, es so zu tun, wie ich es tue, ist einfach die Freude an dem, was ich erlebe.
die Freude am Wachsen zu sehen und letztlich auch die Freude der Menschen zu sehen, wenn sie dann in reife Früchte hineinbeißen, die gut schmecken. Es war ein Kindheitstraum. Also mich hat mein Vater angesteckt mit dem Legen der Samen in die Erde. Das ist für mich, also ich bin gelernter Theologe, es ist wirklich für mich das größte Geheimnis, dass man einen trockenen Samen in die Erde legt und nach ein paar Tagen zum Sprießen beginnt und letztlich wieder uns Samen schenkt und Früchte. Das ist für mich ein unbegreifliches Geheimnis, dem ich bis heute nicht auf die Spur gekommen bin.